Ja, ich bin jetzt als alter Pfarrer glücklich so weit, dass ich, wenn die Karwoche beginnt, ich selber gespannt bin, was ich für neue Entdeckungen machen werde in den Ostergeschichten. Und nun muss ich sagen, für heute Morgen habe ich allerdings einen Text entdeckt, den habe ich bisher nie beachtet. Eine Sache, die war mir völlig entgangen. Ja, ich glaube, ich muss sogar, da wir so unter uns sind heute Morgen, erzählen, wie das war. Ich schlief nachts und dann hat mein Geist wohl im Unterbewussten die Ostergeschichten bedacht. Denn ich war auf einmal auf und sah, da ist ja eine Sache, die habe ich überhaupt noch nie gesehen. Die habe ich überhaupt noch nie gesehen. Die Sache mit dem Osterzorn. Sehen Sie, wir haben gepredigt über Osterhoffnung und Ostersonne und ach wenn es doch käme, nicht? Und Osterfreude und Osterhoffnung und was weiß ich, an Osterglück, nicht? Und Ostermensch und Osterbotschaft. Aber diesmal habe ich entdeckt, es gibt einen Osterzorn. Ich bin überzeugt, dass Ihnen das auch entgangen ist bisher, nicht? Der Osterzorn. Und ich möchte Ihnen also diese meine Entdeckung zeigen. Ich habe eben meinen Freund, mit dem ich vorher predigt, immer zusammen bete, gesagt, heute Morgen, da schlafen sie alle ein oder es kommen ein paar Menschen zum Glauben. So ist die Sache mit dem Osterzorn. Also überschreiben, der Osterzorn. Und da muss ich ich habe wieder 3 Teile, wie immer, nicht, man kann sich darauf verlassen. Erstens also die Geschichte vom Osterzorn. Die Geschichte vom Osterzorn. Also die Geschichten, die Ostergeschichten, die Auferstehungsberichte der Bibel, die sind ja so, dass über ihnen ein unbeschreiblicher Glanz liegt. Mich erinnert es immer, vielleicht ist es ein bisschen verrückt, an den Glanz, der über dem Bodensee liegt. Haben Sie mal einen Sommermorgen einen Bodensee gesehen? Da ist ein Licht, das gibt es in der ganzen Welt sonst nicht wieder. So ein silbriges Leuchten. So kommen mir die Ostergeschichten vor. Da liegt ein unbeschreiblicher Glanz drüber. Besinnen Sie sich, sehen Sie, was ist das für eine Freude, die über diesen Frauen liegt, wie die aufgeregt in die noch gar nicht erwachte Stadt laufen, um den Jüngern, die erschrocken irgendwo hinter Türen sitzen, ja verschlossen, zu sagen, er ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Und welch für eine wundervolle Spannung liegt über diese Geschichte von dem tollen Wettlauf der beiden Jünger, kennen Sie das? Von Johannes und Petrus, die einen Wettlauf machen, wie die Wilden, hinaus zur Stadt, zum Grab, um zu sehen, was da passiert ist. Natürlich kam der junge Johannes eher an wie der alte Petrus. Und am Ende kam Petrus dann doch eher an. Da ist etwas, eine freudige Spannung drüber. Ach, die Osterberichte der Bibel, leuchtende Engel, himmlischer Glanz, herrliche Botschaft, jubelnde Freude, das sind die Ostergeschichten der Bibel. Und ich hoffe nur, Sie haben sich aufgerafft und haben gestern mal so ein bisschen für sich sie gelesen, sonst holen Sie es nach. Ostereier machen noch keine Ostern und ausladen auch noch nicht. Wissen Sie, der Glanz der Ostergeschichten macht Ostern. Und sehen Sie, diese Freude, dieser Jubel, dieser Glanz, der überträgt sich auf unsere Osterlieder im Gesangbuch. Wir haben 10-mal eben gesungen, oh herrlicher Tag, oh herrliche Stund. Ne? 10-mal haben wir es eben gesungen. Erschienen ist der herrliche Tag, da niemand sich genug freuen mag. Christ, unser Herr, heute triumphiert, all sein Feind er gefangen führt. Oder dieser wundervolle Paul-Gerhardt-Vers, er war ins Grab gesenkt, der Feind trieb Großgeschrei, er vermeint und denke dich, Christus wieder frei und ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da sein Fähnen als ein Held, der Feld und Mut behält. Ist aber herrlich, nicht? Und sehen Sie in diesen Freude und diesen Glanz und diesen Jubel hinein, passt einfach unsere heutige Textgeschichte in keiner Weise. Die ist wirklich wie eine Faust aufs Auge. Da sitzen die Jünger beim Mittagessen.
Also meine Fantasie hat mir gesagt, dass sie bei diesem Male gewaltig eingehauen haben. Ich kann mir nämlich gut denken, dass sie am Karfreitag und Samstag und Ostermorgen beim Frühstück kein Bissen runterbekommen haben. Nicht? Wer will denn, wenn er traurig ist, essen? Aber nun war Siegestag, war ja alles gut geworden. Das war ein Freudenmahl. Da ging's hoch her. Da konnten die Frauen laufen und auftragen und die 11 Jünger haben zugegriffen. Und auf einmal steht Jesus in der Mitte. Es ist ja Jesu Art, nach seiner Auferstehung plötzlich zu erscheinen und ebenso wieder plötzlich zu verschwinden. Darf ich mal kurz sagen, sehen Sie, wir leben in der dreidimensionalen Welt. Wir wissen, dass es mehr Dimensionen gibt. Gott lebt in einer anderen Dimension, ganz nah, aber in einer anderen Dimension. Mit der Auferstehung bekommt Jesus wieder Teil einer göttlichen Dimension. Er tut einen Schritt in unsere dreidimensionale Welt und wird sichtbar. Und er tut einen Schritt hinaus und ist unseren Sinnen nicht erreichbar. Und so steht er plötzlich mitten unter ihnen. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger auffahren, wie sie ihn freudig begrüßen wollen. Und dann bleibt ihnen der Bissen im Hals stecken. Und dann ist auf einmal mit dem schönen Festmahl zu Ende. Denn Jesus schalt, heißt es hier, Jesus schalt ihren Unglauben und ihres Herzenshärtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, den, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Jesus fing an zu schelten. Das darf Pastor nicht machen. Geschweige der Herr Jesus, geschweige denn Ostern. Was ist denn das für eine Wirtschaft? Er fing auf einmal an zu schimpfen. So, das steht hier. Sie sagen schimpfen, 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 nicht was anderes als schelten. Hören Sie, ich habe mir den Text genau angesehen. Und da bin ich ernsthaft erschrocken, was da steht. Der Herr Jesus hat nicht nur den Kopf geschüttelt und gesagt, was seid ihr für trübe Tassen oder so. Hier steht im Griechischen das Wort oneidizo. Das Wort oneidizein kommt kurz vorher in der Leidensgeschichte Jesu noch einmal vor. Kommt in der Bibel ein paar Mal vor. Oneidizo. Es kommt vor, wissen Sie, was vorkommt? Als Jesus am Kreuz hängt. Und da heißt es, und es schmähten ihn auch die Schächer, die mit ihm gekreuzigt waren. Da steht oneidizo. Wie der Schächer sagt, bist du Christus, hilf dir selbst und uns. Schwindler, steig runter vom Kreuz und hilf uns. Da steht oneidizo. Sehen Sie, ich bin Jugendpfarrer und das ist ganz leicht für einen alten Mann. Und ab und zu, da sage ich, wenn hier der ganze Saal voll Jungs ist, keine Ruhe, sage ich, also ihr kennt meinen Männerzorn nicht, nicht? Ich warne euch vor einem Männerzorn. Das ist oneidizo, ein Männerzorn. So. Der Schächerlein verzweifelt und brüllt und schmäht. Da steht oneidizo. Und dieses Wort steht hier. Und Jesus schalt sie. Um ihres Unglaubens und Herzenshärtigkeit willen, dass sie nicht geglaubt hatten, den, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Nicht wahr, meine Freunde, diese Szene passt nicht in die Freude der Ostergeschichten. Das ist so einmal wie so ein dunkler Fleck. Wenn ich von mir aus peile, könnte ich fast meinen, der Herr Jesus hat so viel durchgemacht, er verliert im Moment die Nerven. Das kann einem passieren. Aber der Sohn Gottes verliert nicht die Nerven. Ich hörte neulich mal eine nette Geschichte, da hatte eine Firma ein Jubiläum und alles rüstet sich schon so mit großer Festfreude. Auf einmal geht das Gerücht durch die Firma, der Chef ist wütend. Auf einmal ist alles gedämpft.
Ich möchte sagen, hier, der Chef ist wütend. Nicht. Aber lieben Freunde, der Herr Jesus ist auch nicht ein launischer Chef. Der Herr Jesus ist auch nicht ein launischer Chef. Und er ist niemand, der die Nerven verliert. Wenn der Sohn Gottes seine Jünger schilt, dann muss er einen Grund haben, einen tiefen Grund. Und sehen Sie, das hat mich bewegt bei der Predigt. Warum schilt Jesus seine Jünger? Was ist der Grund für den Osterzorn? Das muss ich verstehen. Das muss ich verstehen. Und sehen Sie, jetzt beginnt es also, wo ich Angst habe, dass Sie entweder einschlafen oder hoffe, dass Sie zum Glauben kommen. Zweitens, der Grund für den Osterzorn. Der Grund für den Osterzorn, also zweiter Teil. Sehen Sie, die Bibel ist doch ein wundervolles Buch. Ein fantastisches Buch. Ein seltsames Buch. Es kommt immer anders, als man denkt da drin. Es gibt Leute, die meinen, die Bibel wäre langweilig. Wenn Sie das je denken, dann lassen Sie sich von mir bescheinigen. Sie sind langweilig und die Bibel nicht. Nee, es kann sein, dass unser langweiliger Geist gar nicht erfasst, was hier los ist. Das kann passieren. Aber die Bibel ist Gottes Wort und darum, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Geht's immer anders, als wir denken, auch hier. Ich möchte es deutlich machen. Der Grund für den Osterzorn. Sehen Sie, wenn ich Sie jetzt fragen würde, so, nehmen Sie an, Sie wären Katechumen und ich würde fragen, der Herr Jesus hat am Ostertag schrecklich geschimpft eines Tages. Warum hat er wohl geschimpft? Dann würden Sie, wenn Sie überhaupt antworten, es gibt Katechumenen, die ganz im Schweigen versinken, wenn man sie fragt. Wenn Sie mir antworten würden, würden Sie todsicher antworten, das ist doch klar, der Herr Jesus hat seine Jünger angeschimpft, wegen ihrem ungeheuren Versagen am Karfreitag. Das muss ja mal verhandelt werden. Das war ja Schuld. Denken Sie, in dem Augenblick, wie Jesus gefangen wird in Gethsemane in der Nacht, da laufen die Jünger da fort, laufen einfach weg, um ihr Liebesleben zu retten. 3 Jahre folgen sie dem Heiland nach und plötzlich treten sie aus der Kirche aus. Schleunig, nicht Gefahr im Verzuge. Das passiert ja seit den letzten 2000 Jahren beständig, nicht? Liefen weg. Und der Einzige, der noch ein bisschen Mut hat, ist der Petrus, der geht hinter Jesus her. Aber wie es dann ernst wird, da schwört er feierlich, dass er nichts mit ihm zu tun hat. Verrät er ihn jämmerlich. Das war eine schreckliche Sache. Und das musste mal zur Sprache kommen, nicht? Und der Herr Jesus schalt sie wegen ihres üblen Versagens. Und dann ist die ganze Geschichte sehr einleuchtend. Nicht? Das ist sehr einleuchtend. Und sehen Sie, so haben wir falsch gedacht. So haben wir falsch gedacht. Das ist das Merkwürdige. Der Herr Jesus schilt seine Jünger nicht wegen ihres Versagens. Merkwürdigerweise nicht. Es gibt im Neuen Testament keine Geschichte, wo Jesus einen Sünder schilt. Sünde, Schuld, Versagen. Ah, meine Freunde, das will er vergeben. Dafür ist er gestorben. Jesus schilt Sünder. Hier sitzen Sünder. Jesus schilt sie nicht, er lockt sie nur, sie möchten umkehren. Sündern sagt er, kommt wie der verlorene Sohn und sagt, ich habe gesündigt. Und dann sind die Arme für dich offen. Und so haben die Jünger, der Petrus, ja, Johannes 21 erlebt. Nein, der Herr Jesus schmäht seine Jünger nicht wegen ihres Versagens. Nicht wegen ihrer Schuld. Warum? Was ist der Grund für seinen Zorn? Meine Freunde, das ist, wenn wir selig werden wollen, schrecklich wichtig zu wissen. Er schilt sie um ihres Unglaubens willen. Dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Meine Freunde, das ist die böse Sache, die sogar den Herrn Jesus
zornig macht. Unser Unglaube. Ich möchte mal ganz überspitzt sagen, die Menschen gehen nicht verloren, kommen nicht in die Hölle wegen ihrer schrecklichen Sünden, sondern weil sie nicht glauben an den Sohn Gottes, der sie reinigen könnte und versöhnen könnte mit Gott. Dass das ewige Leben, das sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen, und dass der ewige Tod nicht glauben an den Sohn des lebendigen Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So, und die Jünger glaubten nicht. Und nun waren sie verlorene Leute und stehen unter Gottes Zorn. Und bitte machen Sie sich klar, ich hoffe, einige unter Ihnen verstehen, was das für Sachen sind. Natürlich ist jeder überzeugt, Christsein heißt gut sein, heißt edel sein, Christsein heißt Glauben an den Sohn Gottes. Das heißt. Und Sie können so edel sein wie Sokrates, wenn ich glaube an den Sohn Gottes, der ist unter Zorn. Das steht hier. Der Osterzorn ergeht über die Welt, weil die Welt Ostern feiert, ohne zu glauben an den, der auferstanden ist. Der Sünde vergibt, der lebt. Sehen Sie, es war ein dicker Unglaube, den die Jünger hatten. Darf ich mal so sagen, ein dicker Unglaube. Ich muss Ihnen das kurz schildern. Das war erstens ein Unglaube gegen Gottes Wort. Im Worte Gottes, die Jünger kannten das Alte Testament, da stand von der Auferstehung Jesu, haben wir eben gehört. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er in die Länge leben und wird die Starken zum Raub haben. Das kannten die Jünger. Wer weiß. Ja, Jesus selber hatte ihnen gesagt, des Menschensohn muss viel leiden und am dritten Tag auferstehen. Sie glaubten nicht dem Worte Gottes. Damit fing es an. Meine Freunde, ich sprach vor ein paar Tagen mit einem jungen Mann, der mir alle seine Zweifel gegen die Bibel hinlegte. Er meinte, vielleicht gäbe es 7 echte Worte in diesem Bibelwort. Da habe ich ihm gesagt, die evangelische Kirche ist angetreten mit der Bibel. So steht's geschrieben. Luther hatte nichts als das Wort. Und wenn die evangelische Kirche zu 80% aus Leuten besteht, die die Bibel überhaupt nicht mehr lesen, und zu 20% aus Leuten, die ihr nicht glauben, dann bleibt uns nur eins: kehren Sie zurück nach Rom und an Papst. Und glauben Sie dann, was die römische Kirche Ihnen produziert. Es ist ein dicker Unglaube, was die Jünger hier haben. Das Misstrauen gegen sein Wort. Und es war weiteren Misstrauen gegen die Allmacht Gottes. Sie hatten nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden sei. Sie glaubten nicht, dass Gott Tote erweckt. Nein, das glaubten sie nicht. Dass Gott eingreift und Tote erweckt, glaubten sie nicht. Glauben Sie auch nicht? Sie kennen Gott nicht. Mein Gott erweckt Tote. Sie sagten gestern, steht im Nebensatz. Und es war ein Unglaube gegen Jesu Kreuz. Sie sahen Jesu Kreuz so an, das ist eine Pleite, der hat bankrott gemacht. Sie hätten wissen können, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Dann hätten sie gewusst, dass Gott diesen Opfertod Jesu bestätigt durch die Auferstehung. So war es ihnen gesagt, aber sie glaubten nicht. Und nun kam der Zorn Jesu über sie. Sehen Sie, das ist der Grund des Osterzorns. Das verstockte und ungläubige Herz. Und nun lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Der Osterzorn. Wir hörten die Geschichte vom Osterzorn, den Grund des Osterzorns, und jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss sagen, die Freude, die aus dem Osterzorn für uns kommt.
Das klingt wunderlich. Aber sehen Sie, ich habe diese Geschichte lange angesehen, mit Schrecken zuerst. Und je länger ich den zornigen Heiland angesehen habe, desto fröhlicher bin ich geworden. Das klingt paradox, aber es ist so. Je länger ich den zornigen Sohn Gottes im Geiste ansah, desto fröhlicher bin ich geworden. Und ich will Ihnen sagen, warum. Nun begriff ich an dieser Geschichte, das Einzige, was der Heiland von mir fordert und fordern kann und fordern will, ist Glauben. Und Glauben heißt Hingabe. Meine Freunde, Christsein, das sind keine großen Dinge, sondern ist nur ein einziges Hingabe, vertrauensvolle Hingabe den auferstandenen Sohn Gottes. Das ist schwer und ist leicht, nicht? Sehen Sie, die Jünger haben, als sie nicht glaubten, ihre Vernunft und ihren Verstand gegen Jesu Wort und gegen Jesu Führung gesetzt. Und das ist Unglauben. Paulus sagt mal, wir nehmen gefangen die Vernunft und den Gehorsam Jesu Christi, das ist Glauben. Dass ich mich aufgebe und dem gehöre, der mich erkauft hat. Das ist ganz einfach, es kann ein Kind. Und ist doch eine ganz große Sache. Lassen Sie mich mal ein ganz dummes Beispiel brauchen, lachen Sie mich nicht aus. Sehen Sie, als ich anfing, Auto zu fahren nach dem Kriege, hatte ich mir so einen kleinen P4 Opel an Land gezogen, mit dem zum ersten Mal aufkreuzte. Damals hatten wir Gottesdienst am Hotel Vereinshaus in so einem komischen Saal. Und da sagte ein Freund, der mich mit der Karre ankommen sah, jetzt müssen wir alle Bäume und Hausecken mit Gummipolstern. Da wurde ich wütend, nicht? Ich sag, hör, glaubst du nicht, dass ich fahren kann? Na doch, sagst du, hier, da kannst du fahren, ist ja Führerschein. So, sag ich, wenn du das glaubst, dann steig ich bitte ein. Ach nee, sagt er, doch lieber nicht. Und sehen Sie, ist ja nicht da, meine Frau stieg ein, lebt heute noch. Und mir ist das ein Bild für Glauben. Glauben heißt einsteigen bei Jesus. Die Welt kann mir tausendmal sagen, seine Karre ist sehr, sehr, sehr brüchig. Die Sache kann nicht gut gehen. Nicht? Die ganze östliche Welt proklamiert, dass die Sache Jesu bald zu Ende ist. Sie wird sich täuschen. Das ist Glauben, dass ich bei ihm einsteige. Sehen Sie, die meisten Leute glauben so wie der Freund. Ja, wir glauben schon, dass Jesus ein großer Heiland ist. Aber einsteigen lieber nicht. Das ist Unglauben. Das ist Kopfglauben, das ist toter Glaube, das ist gar nicht. Auf dass alle, die an ihn glauben, heißt die, ja, verzeihen Sie, in sein P4 einsteigen. In der völligen Gewissheit, er bringt mich ans Ziel. Ich bin nicht betrogen. Oft passiert mir, wenn ich Leute zum Evangelium rufe, dass sie sagen, sie wollen uns dumm machen. Ich sage, ach nein. Glauben heißt, dass ich einsteige und weiß, ich bin nicht dumm gemacht. Auch wenn er wunderlich mit mir fährt. Und dann gibt es Leute, die wollen gern einsteigen, aber sagen, ich passe nicht. Meine Sünde. Steig ein, das will er auch in Ordnung bringen. Dafür ist er gestorben. Das erste Wort, wenn du einsteigst, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, aber wenn du sagst, ich bin so unreligiös und ich habe keinen zuverlässigen Charakter, wie kann ich das wagen, bei ihm einzusteigen? Meine Freunde, ich bin schrecklich unreligiös. Das merken Sie ja, ich habe für Weihrauch, Feierlichkeit und so einfach kein Organ. Das ist meine völlige Areligiosität. Darum kann ich hier in diesem Saal predigen, nicht wahr? Sie brauchen nicht religiös zu sein, steigen Sie ruhig ein. Und wenn Sie sagen, ich kann ihm nichts versprechen, gut, aber er verspricht dir, siehe, ich mache alles neu. Er verspricht dir, siehe, ich mache alles neu.
Und wenn du sagst, aber meine vielen Probleme, Mensch, kannst du nicht einfach so lösen. Er wird deine Probleme lösen. Hier stehe ich und bezeuge ihn, das ist fantastisch, wie Jesus die Probleme unseres Lebens löst. Im Moment, wo ich sie ihm wirklich hinlege, bei ihm eingestiegen bin. Es ist viel verlangt, dass ich den festen Boden verlasse und bei Jesus einsteige. Und es ist doch so schrecklich einfach. Ein Schritt. Sagen Sie, wem wollen Sie sich eigentlich anvertrauen, wenn nicht dem, der alles für Sie getan hat? In diesem steht Jesus mit seinem Osterzornschild. Und ich habe so eine Freude dran, weil er seine gewaltige Predigt, Herr Jesus, du willst nichts von mir als mein völliges Vertrauen. Ich will auf deinen Osterzorn antworten. Wem anders sollt ich mich ergeben, o König, der am Kreuz verblieb? Hier opfer ich dir mein Gut und Leben, mein ganzes Herz ergießet sich, dir schwöre ich zu der Kreuzesbahn, als Streiter und als Untertan. Wir wollen beten. Ach Herr, wir können nicht einmal glauben in unseres Herzens Härtigkeit, wenn nicht dein guter Heiliger Geist unser hartes Herz erweicht, in uns in unserer Dunkelheit Licht gibt. Und nun hilf uns doch, dass wir wirklich deine Gläubigen werden. Amen. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm: Folge mir. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der während des letzten Males ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, was geschieht mit ihm? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm: Ja. Du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gurt gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm: Folge mir. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der während des letzten Males ihn gefragt hatte: Sehen Sie, als ich anfing, Auto zu fahren nach dem Kriege, hatte ich mir so einen kleinen P4 Opel an Land gezogen, mit dem zum ersten Mal aufkreuzte. Damals hatten wir Gottesdienst am Hotel Vereinshaus in so einem komischen Saal.
Und da sagte ein Freund, der mich mit der Karre ankommen sah, jetzt müssen wir alle Bäume und Hausecken mit Gummi polstern. Da wurde ich wütend, nicht? Ich sag, hör, glaubst du nicht, dass ich fahren kann? Na doch, sagst du, hier, da kannst du fahren, ist ja Führerschein. So, sag ich, wenn du das glaubst, dann steig ich bitte ein. Ach nee, sagt er, doch lieber nicht. Und sehen Sie, ist ja nicht da, meine Frau stieg ein, lebt heute noch. Und mir ist das ein Bild für Glauben. Glauben heißt einsteigen bei Jesus. Die Welt kann mir tausendmal sagen, seine Karre ist sehr, sehr, sehr brüchig. Die Sache kann nicht gut gehen. Nicht? Die ganze östliche Welt proklamiert, dass die Sache Jesu bald zu Ende ist. Sie wird sich täuschen. Das ist Glauben, dass ich bei ihm einsteige. Sehen Sie, die meisten Leute glauben so wie der Freund. Ja, wir glauben schon, dass Jesus ein großer Heiland ist. Aber einsteigen lieber nicht. Das ist Unglauben. Das ist Kopfglauben, das ist toter Glaube, das ist gar nicht. Auf dass alle, die an ihn glauben, heißt die, ja, verzeihen Sie, in sein P4 einsteigen. In der völligen Gewissheit, er bringt mich ans Ziel. Ich bin nicht betrogen. Oft passiert mir, wenn ich Leute zum Evangelium rufe, dass sie sagen, sie wollen uns dumm machen. Ich sage, ach nein. Glauben heißt, dass ich einsteige und weiß, ich bin nicht dumm gemacht. Auch wenn er wunderlich mit mir fährt. Und dann gibt es Leute, die wollen gern einsteigen, aber sagen, ich passe nicht. Meine Sünde. Steig ein, das will er auch in Ordnung bringen. Dafür ist er gestorben. Das erste Wort, wenn du einsteigst, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Ja, aber wenn du sagst, ich bin so unreligiös und ich habe keinen zuverlässigen Charakter, wie kann ich das wagen, bei ihm einzusteigen? Meine Freunde, ich bin schrecklich unreligiös. Das merken Sie ja, ich habe für Weihrauch, Feierlichkeit und so einfach kein Organ. Das ist meine völlige Areliosität. Darum kann ich hier in diesem Saal predigen, nicht wahr? Sie brauchen nicht religiös. Aufricht dir mein Gut und Leben. Mein ganzes Herz ergießet sich, dir schwöre ich zu der Kreuzesbahn, als Streiter und als Untertan. Wir wollen beten. Ach Herr, wir können nicht einmal glauben in unseres Herzens Härtigkeit, wenn nicht dein guter Heiliger Geist unser hartes Herz erweicht, in uns in unserer Dunkelheit Licht gibt. Und nun hilf uns doch, dass wir wirklich deine Gläubigen werden. Amen. Aber wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich binden und dich dorthin bringen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, mit welchem Tod Petrus einst Gott ehren werde. Dann sagte Jesus zu ihm, Folge mir. Petrus drehte sich um und sah hinter sich den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, der während des letzten Males ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was geschieht mit ihm? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich?
Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Ja. Du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Sorge für meine Schafe. Ich versichere dir, hinaus zur Stadt, zum Grab, um zu sehen, was da passiert ist. Natürlich kam der junge Johannes eher an wie der alte Petrus. Und am Ende kam Petrus dann doch eher an. Da ist etwas, eine freudige Spannung drüber. Ach, die Osterberichte der Bibel, leuchtende Engel, himmlischer Glanz, herrliche Botschaft, jubelnde Freude, das sind die Ostergeschichten der Bibel. Und ich hoffe nur, Sie haben sich aufgerafft und haben gestern mal so ein bisschen für sich sie gelesen, sonst holen Sie es nach. Ostereier machen noch keine Ostern und ausladen auch noch nicht. Wissen Sie, der Glanz der Ostergeschichten macht Ostern. Und sehen Sie, diese Freude, dieser Jubel, dieser Glanz, der überträgt sich auf unsere Osterlieder im Gesangbuch. Wir haben 10-mal eben gesungen, oh herrlicher Tag, oh herrliche Stund. Ne? 10-mal haben wir es eben gesungen. Erschienen ist der herrliche Tag, da niemand sich genug freuen mag. Christ, unser Herr, heute triumphiert, all sein Feind er gefangen führt. Oder dieser wundervolle Paul-Gerhardt-Vers, er war ins Grab gesenkt, der Feind trieb groß Geschrei. Er vermeint und denket ist Christus wieder frei und ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da sein Fähnen als ein Held, der Feld und Mut behält. Ist aber herrlich, nicht? Und sehen Sie in diesen Freude und diesen Glanz und diesen Jubel hinein, passt einfach unsere heutige Textgeschichte in keiner Weise. Die ist wirklich wie eine Faust aufs Auge. Da sitzen die Jünger beim Mittagessen. Also meine Fantasie hat mir gesagt, dass sie bei diesem Male gewaltig eingehauen haben. Ich kann mir nämlich gut denken, dass sie am Karfreitag und Samstag und Ostermorgen beim Frühstück kein Bissen runterbekommen haben. Nicht? Wer will denn, wenn er traurig ist, essen? Aber nun war Siegestag, war ja alles gut geworden. Das war ein Freudenmahl. Da ging's hoch her. Da konnten die Frauen laufen und auftragen und die 11 Jünger haben zugegriffen. Und auf einmal steht Jesus in der Mitte. Es ist ja Jesu Art, nach seiner Auferstehung plötzlich zu erscheinen und ebenso wieder plötzlich zu verschwinden. Darf ich mal kurz sagen, sehen Sie, wir leben in der dreidimensionalen Welt. Wir wissen, dass es mehr Dimensionen gibt. Gott lebt in einer anderen Dimension, ganz nah. Und so steht er plötzlich mitten unter ihnen. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger auffahren, wie sie ihn freudig begrüßen wollen. Und dann bleibt ihnen der Bissen im Hals stecken. Und dann ist auf einmal mit dem schönen Festmahl zu Ende. Denn Jesus schalt, heißt es hier, Jesus schalt ihren Unglauben und ihres Herzenshärtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Jesus fing an zu schelten. Das darf ein Pastor nicht machen. Geschweige der Herr Jesus, geschweige denn Ostern. Was ist denn das für eine Wirtschaft? Er fing auf einmal an zu schimpfen. So, das steht hier. Sie sagen schimpfen, schimpfen, schimpfen ist was anderes als schelten. Hören Sie, ich habe mir den Text genau angesehen. Und da bin ich ernsthaft erschrocken, was da steht. Der Herr Jesus hat nicht nur den Kopf geschüttelt und gesagt, was seid ihr für trübe Tassen oder so. Hier steht im Griechischen ein
das Wort Oneidizo. Das Wort Oneiditsein kommt kurz vorher in der Leidensgeschichte Jesu noch einmal vor. Kommt in der Bibel ein paar Mal vor. Oneidizo. Es kommt vor, wissen Sie, was vorkommt? Als Jesus am Kreuz hängt. Und da heißt es, und es schmähten ihn auch die Schächer, die mit ihm gekreuzigt waren. Da steht Oneidizo. Wie der Schächer sagt, bist du Christus, hilf dir selbst und uns. Schwindler, steig runter vom Kreuz und hilf uns. Da steht Oneidizo. Sehen Sie, ich bin Jugendpfarrer und das ist wie ganz leicht für einen alten Mann. Und ab und zu, da sage ich, wenn hier der ganze Saal voll Jungs ist, keine Ruhe, sage ich, also ihr kennt meinen Männerzorn nicht, nicht? Ich warne euch vor einem Männerzorn. Das ist Oneidizo, Männerzorn. So. Der Schächer hat verzweifelt und brüllt und schmäht. Da steht Oneidizo. Und dieses Wort steht hier. Und Jesus schalt sie. Um ihres Unglaubens und Herzenshärtigkeit willen, dass sie nicht geglaubt hatten, den, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Nicht wahr, meine Freunde, diese Szene passt nicht in die Freude der Ostergeschichten. Das ist so einmal wie so ein dunkler Fleck. Wenn ich von mir aus peile, könnte ich fast meinen, das ist sehr einleuchtend. Und sehen Sie, so haben wir falsch gedacht. So haben wir falsch gedacht. Das ist merkwürdig. Der Herr Jesus schilt seine Jünger nicht wegen ihres Versagens. Merkwürdigerweise nicht. Es gibt im Neuen Testament keine Geschichte, wo Jesus einen Sünder schilt. Sünde, Schuld, Versagen. Ah, meine Freunde, das will er vergeben. Dafür ist er gestorben. Jesus schilt Sünder. Hier sitzen Sünder. Jesus schilt sie nicht, er lockt sie nur, sie möchten umkehren. Sündern sagt er, kommt wieder verlorene Sohn und sagt, ich habe gesündigt. Und dann sind die Arme für dich offen. Und so haben die Jünger der Petrus ja, Johannes 21, erlebt. Nein, der Herr Jesus schmäht seine Jünger nicht wegen ihres Versagens. Nicht wegen ihrer Schuld. Warum? Was ist der Grund für seinen Zorn? Meine Freunde, das ist, wenn wir selig werden wollen, schrecklich wichtig zu wissen. Er schilt sie um ihres Unglaubens willen. Dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Meine Freunde, das ist die böse Sache, die sogar den Herrn Jesus zornig macht. Unser Unglaube. Ich möchte mal ganz überspitzt sagen, die Menschen gehen nicht verloren, kommen nicht in die Hölle wegen ihrer schrecklichen Sünden, sondern weil sie nicht glauben an den Sohn Gottes, der sie reinigen könnte und versöhnen könnte mit Gott. Dass das ewige Leben, das sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesum Christum erkennen, und dass der ewige Tod nicht glauben an den Sohn des lebendigen Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So und Jünger glaubten nicht. Und nun waren sie verlorene Leute und stehen unter Gottes Zorn. Und bitte machen Sie sich klar, ich hoffe, einige unter Ihnen verstehen, was das für Sachen sind. Natürlich ist jeder überzeugt, Christsein heißt gut sein, heißt edel sein, heißt Christsein heißt Glauben, weil es Dimensionen gibt. Gott lebt in einer anderen Dimension, ganz nah, aber in einer anderen Dimension. Mit der Auferstehung bekommt Jesus wieder Teil an der göttlichen Dimension. Er tut einen Schritt in unsere dreidimensionale Welt und wird sichtbar
Und er tut einen Schritt hinaus und ist unseren Sinnen nicht erreichbar. Und so steht er plötzlich mitten unter ihnen. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger auffahren, wie sie ihn freudig begrüßen wollen. Und dann bleibt ihnen der Bissen im Hals stecken. Und dann ist auf einmal mit dem schönen Festmahl zu Ende. Denn Jesus schalt, heißt es hier, Jesus schalt ihren Unglauben und ihres Herzenshärtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Jesus fing an zu schelten. Das darf Pastor nicht machen. Geschweige der Herr Jesus. Geschweige denn Ostern. Was ist denn das für eine Wirtschaft? Er fing auf einmal an zu schimpfen. So, das steht hier. Sie sagen schimpfen, 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 nicht was anderes als schelten. Hören Sie, ich habe mir den Text genau angesehen. Und da bin ich ernsthaft erschrocken, was da steht. Der Herr Jesus hat nicht nur den Kopf geschüttelt und gesagt, was seid ihr für trübe Tassen oder so. Hier steht im Griechischen das Wort oneidizo. Das Wort oneidizein kommt kurz vorher in der Leidensgeschichte Jesu noch einmal vor. Kommt in der Bibel ein paar Mal vor. Oneidizo. Es kommt vor, wissen Sie, was vorkommt? Als Jesus am Kreuz hängt. Und da heißt es, und es schmähten ihn auch die Schächer, die mit ihm gekreuzigt waren. Da steht oneidizo. Wie der Schächer sagt, bist du Christus, hilf dir selbst und uns. Schwindler, steig runter vom Kreuz und hilf uns. Da steht oneidizo. Sehen Sie, ich bin Jugendpfarrer und das geht ganz leicht für einen alten Mann. Und ab und zu, da sage ich, wenn hier der ganze Saal voll Jungs ist, keine Ruhe, sage ich, also ihr kennt meinen Männerzorn nicht, nicht? Ich warne euch vor einem Männerzorn. Das ist oneidizo, ein Männerzorn. So. Der Schächer hat verzweifelt und brüllt und schmäht. Da steht oneidizo. Und dieses Wort steht hier. Und Jesus. Ist aber herrlich, nicht? Und sehen Sie in diesen Freude und diesen Glanz und diesen Jubel hinein, passt einfach unsere heutige Textgeschichte in keiner Weise. Die ist wirklich wie eine Faust aufs Auge. Da sitzen die Jünger beim Mittagessen. Also meine Fantasie hat mir gesagt, dass sie bei diesem Male gewaltig eingehauen haben. Ich kann mir nämlich gut denken, dass sie am Karfreitag und Samstag und Ostermorgen beim Frühstück kein Bissen runterbekommen haben. Nicht? Wer will denn, wenn er traurig ist, essen? Aber nun war Siegestag, war ja alles gut geworden. Das war ein Freudenmahl. Da ging's hoch her. Da konnte die Frau laufen und auftragen und die 11 Jünger haben zugegriffen. Und auf einmal steht Jesus in der Mitte. Es ist ja Jesu Art, nach seiner Auferstehung plötzlich zu erscheinen und ebenso wieder plötzlich zu verschwinden. Darf ich mal kurz sagen, sehen Sie, wir leben in der dreidimensionalen Welt. Wir wissen, dass es mehr Dimensionen gibt. Gott lebt in einer anderen Dimension, ganz nah, aber in einer anderen Dimension. Mit der Auferstehung bekommt Jesus wieder Teil einer göttlichen Dimension. Er tut einen Schritt in unsere dreidimensionale Welt und wird sichtbar. Und er tut einen Schritt hinaus und ist unseren Sinnen nicht erreichbar. Und so steht er plötzlich mitten unter ihnen. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger auffahren, wie sie ihn freudig begrüßen wollen. Und dann bleibt ihnen der Bissen im Hals stecken. Und dann ist auf einmal mit dem schönen Festmahl zu Ende.
Denn Jesus schalt, heißt es hier, Jesus schalt ihren Unglauben und ihres Herzenshärtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Jesus fing an zu schelten. Das darf ein Pastor nicht machen. Geschweige der Herr Jesus. Geschweige denn Ostern. Was ist denn das für eine Wirtschaft? Er fing auf einmal an zu schimpfen. So, das steht hier. Sie sagen schimpfen, schimpfen, schimpfen.